Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Real Madrid explodiert. Während unsere Spieler mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind, veröffentlicht Real Madrid auf ihrem vereinsinternen Kanal Real Madrid TV täglich Videos über das Schiedsrichtersystem in Spanien. Hierbei geht es gar nicht um einzelne Fehler von einzelnen Schiedsrichtern gegen Real Madrid. Nein, Real Madrid TV zeigt Zahlen, Daten und Fakten, die teilweise über 25 Jahre gesammelt wurden. Und zeigen damit auf, was Real Madrid Woche für Woche auf den Plätzen von La Liga durchleben muss. Ich kann euch so viel versprechen, es wird ein sehr interessantes Video. Ja, bevor wir zu den Schiedsrichterberichten etc. kommen, fangen wir erstmal an mit unseren Nationalspielern, die gestern aktiv waren. Zunächst einmal hat Frankreich gegen die Ukraine mit 2:0 gewonnen. Von unseren Spielern waren 2 aktiv und schauen wir uns mal an, wer Spieler des Spiels geworden ist. Ja, genau. Aurélien Tchouaméni, dieser Spieler, der gefühlt von Woche zu Woche besser wird, mit einer super Traumvorlage auf den Torschützen. Natürlich Kylian Mbappé macht das 2:0 für Frankreich. Die Franzosen, vielleicht die beiden Spieler mit der besten Form zurzeit bei Real Madrid, haben das Ganze auch in ihrer Nationalmannschaft nochmal bestätigt. Frankreich gewinnt 2:0. Andrei Lunin ist abgereist von der Ukraine vor dem Spiel schon, ist in Real Madrid, lässt sich behandeln. Dann hat gestern auch noch Marokko gespielt. Die haben mit Brahim 5:0 gewonnen. Und herzlichen Glückwunsch Marokko, herzlichen Glückwunsch Brahim. Marokko qualifiziert sich mit diesem Sieg für die WM. Freue ich mich insbesondere für Brahim. Ich bin immer noch der Meinung, ein Riesenfehler der spanischen Nationalmannschaft, Brahim ziehen zu lassen. Aber wenn wir schon mal bei der spanischen Nationalmannschaft sind, nicht bei den Erwachsenen, sondern bei der U21, hat Gonzalo Garcia gestern über 90 Minuten gespielt und auch ein Gonzalo Garcia hat genetzt, macht das 3:0 für Spanien gegen Zypern. Ja, das waren mal wieder 3 erfolgreiche Spiele für unsere Jungs. Heute kommt vielleicht das 4. erfolgreiche Spiel dazu, denn auch heute geht's gegen Zypern, diesmal aber für Österreich rund um David Alaba. Und wie ich es letztes Jahr oft bei Arda Güler gesagt habe, wir haben nicht oft die Möglichkeit zurzeit David Alaba Fußball spielen zu sehen. Ich glaube aber, bei der Nationalmannschaft ist er gesetzt. Also für uns Madridistas können wir die Chance nutzen und David Alaba mal wieder beim Fußballspielen zuschauen. Ja, das sind die Spiele, auf die wir Madridistas heute achten müssen. Morgen geht es dann richtig zur Sache, aber darum geht es nicht in dem heutigen Video. Nein, heute geht es um das Hauptthema, die Schiedsrichter, das Schiedsrichterwesen in Spanien. Real Madrid hat sich die ersten 3 Spieltage angeschaut. Sie wollten wahrscheinlich dem neuen Chef vom CTA eine Chance geben. Aber nach diesen 3 Spieltagen ist Real Madrid bereits der Kragen geplatzt. Wir erinnern uns an den ersten Spieltag, an dem der FC Barcelona ein Tor geschossen hat, nachdem ein Mallorca-Spieler einen Kopftreffer bekommen hat, oder als Rafinha kniehoch mit beiden Beinen in den Gegner springt und nur eine gelbe Karte bekommt. Ja, oder jetzt an den 3. Spieltag, wo Atletico Madrid ein klares Abseitstor zugestimmt bekommt. Wie kann es sowas in der heutigen Zeit überhaupt geben, dass es ein Abseitstor gibt? Das VAR hat es einfach übersehen. Natürlich. Oder am gleichen 3. Spieltag kriegt der FC Barcelona einen Elfmeter, der niemals ein Elfmeter war, weil seltsamerweise 3 Tore aberkannt wurden von Real Madrid. Wie gesagt, das gab es in der Geschichte der spanischen Liga bisher 2 oder 3 Mal. Und die einzige Mannschaft, die jemals davon betroffen war, war zufälligerweise immer Real Madrid. Und Real Madrid glaubt nicht an zu viele Zufälle. Real Madrid platzt der Kragen. Und zunächst einmal, bevor ich euch jetzt die Berichte von Real Madrid TV zeige, gibt es immer noch einen Punkt, der für mich unerklärlich ist. Denn Real Madrid ist in der öffentlichen Wahrnehmung ja der Verein, der von den Schiedsrichtern profitiert.
Was mir allerdings bis heute keiner erklären kann, warum Real Madrid die einzige Mannschaft ist, die in La Liga aktiv seit Jahren darum kämpft, dass das gesamte Schiedsrichterwesen ausgetauscht wird. Also die Mannschaft, die in der öffentlichen Wahrnehmung ja anscheinend von diesen Schiedsrichtern profitiert, ist seltsamerweise die einzige Mannschaft, die diese ganzen Schiedsrichter austauschen möchte. Das hat mir bis heute keiner erklärt. Als ich mit einem Freund darüber geredet habe, hat er mir gesagt, das Problem ist, die Menschen sind dumm. Ich persönlich glaube nicht, dass die Menschen dumm sind. Ich glaube einfach nur, die Menschen sind leicht zu manipulieren. Ich glaube, wir haben in Deutschland vor 80, 90 Jahren gesehen, wie viel Macht Propaganda hat. Und in Spanien sagt man, eine Lüge, die 1000-mal erzählt wird, wird zur Wahrheit. Das Problem ist, heutzutage leben wir durch YouTube, TikTok, durch Social Media auf einem Planeten, auf dem eine Lüge nicht 1000-mal erzählt wird, die wird Millionenmal erzählt. Und die Menschen glauben diese Propaganda. Real Madrid, um eins klarzustellen, jede Mannschaft denkt wahrscheinlich, sie wird benachteiligt. Ich glaube, selten ist es, dass eine Mannschaft vom Platz geht und denkt, ach, der Schiedsrichter war heute aber klasse. Also es ist oft so, dass man das denkt. Und um eins klarzustellen, es gibt mit Sicherheit einzelne Spiele, wo eine Mannschaft mal bevorzugt oder benachteiligt wird. Was Real Madrid TV aber mit diesem Video gleich zeigt, was ich euch jetzt einblenden werde, sind keine Spiele, einzelnen Spiele etc. Real Madrid hat Daten und Fakten gesammelt von 25 Jahren. Also eine bessere Sample Size kann es nicht geben. Ja, und ohne zu lange zu quatschen, schauen wir uns mal das erste Video von Real Madrid TV an. Was in letzter Zeit in der spanischen Liga passiert, ist, dass die VAR-Schiedsrichter mehr den Unterschied ausmachen als die Schiedsrichter auf dem Spielfeld. Wer wählt das Standbild aus und wie wird es aus dem Kontrollraum ausgewählt? Also man muss jetzt wirklich sehr aufmerksam sein, denn das Portal footballgate.com hat einen außergewöhnlichen Bericht veröffentlicht, dem man große Aufmerksamkeit schenken sollte, in dem analysiert wird die Entscheidungen des VAR in Bezug auf Abseitssituationen. Darin wird natürlich der menschliche Faktor als entscheidend analysiert, also derjenige, der bestimmt, welches Frame ausgewählt wird, welches Bild dem Schiedsrichter auf dem Feld gezeigt wird. Daher ist es laut dieser Studie und diesem Bericht von footballgate.com ein Schiedsrichter, der letztendlich entscheidet, welches Bild auf dem Spielfeld zu sehen ist. Dabei kann ein Fehler von bis zu 13 Zentimetern auftreten, der darüber entscheidet, ob ein Spielzug mit einem Tor enden kann oder nicht. Das Portal footballgate.com hat einen Bericht über das Eingreifen des VAR bei Abseitssituationen veröffentlicht. Er hat es den Frame-Korrumpierer genannt und darin die Bedeutung des menschlichen Faktors bei diesen Entscheidungen analysiert, also mit anderen Worten das Eingreifen des VAR-Schiedsrichters. Abseitsentscheidungen werden auf Zentimeter genau getroffen. Und trotz fortschrittlicher Technologie, einschließlich des halbautomatischen Abseits, bleibt das Eingreifen des VAR-Schiedsrichters weiterhin notwendig. Mit oder ohne halbautomatisches Abseits muss der Schiedsrichter im VAR-Raum eingreifen, um den Kontaktpunkt zu bestätigen oder zu korrigieren. Die Auswahl des richtigen Bildausschnitts ist entscheidend, da davon eine Abweichung von bis zu 13 Zentimetern abhängen kann. Sogar die Verschiebung um 1 oder 2 Einzelbilder kann über die Gültigkeit eines Tores entscheiden. Seit der Einführung des VAR in Spanien wurden dem Real Madrid 37 Tore aberkannt, mit Abstand die meisten im spanischen Fußball. Dazu hebt das Portal hervor, dass seit der Einführung des Videobeweises in Spanien Real Madrid und Barcelona die Teams sind, die die meisten Tore erzielt und die Mehrheit der seitdem ausgetragenen Ligatitel gewonnen haben. Daher könnten wir ähnliche Statistiken in Bezug auf aberkannte Tore erwarten. Die Statistiken zeigen jedoch genau das Gegenteil. Woran liegt dieser Unterschied? Die offizielle Version wird wahrscheinlich besagen, dass die Stürmer von Real Madrid im Gegensatz zu denen von Barcelona seit der Einführung des VAR immer am Rande des Abseits spielen. Aber wenn das wahr wäre, warum passiert das dann nicht auch in der Champions League? Ist es möglich, dass nicht alle dem Real Madrid aberkannten Tore tatsächlich irregulär waren? Vielleicht wurden die aus dem Bohrraum ausgewählten oder aus dem Nebenraum korrigierten Einzelbilder nicht immer korrekt gewählt? Ab diesem Moment beginnt das Portal footballgate.com, Tore zu analysieren, die aufgrund eines Einzelbildes aberkannt wurden, das laut ihrem Text fälschlicherweise ausgewählt wurde.
Das erste, das Sie erwähnen, war gegen den Gate. Ein wichtiges Tor, das in der Saison 2020-21 den Sieg für Real Madrid im Kolosseum bedeutet hätte. In einer Liga, in der Real Madrid mit diesen 2 Punkten Meister geworden wäre. Der Artikel berichtet, dass das VR-Team nicht die Aufnahme auswählte, in der der brasilianische Innenverteidiger den Pass auf Mariano spielte. In der vergangenen Saison annullierte der VAR gegen Valencia dieses Tor von Mbappé, als Real Madrid mit einem Tor zurücklag. Und das Portal äußert sich zu diesem Fehler. Die Analyse zeigt, dass der Schiedsrichter im VAR-Raum nicht das richtige Bild ausgewählt hat und das Tor daher hätte zählen müssen. In derselben Saison wurde Mbappé auch ein Tor gegen die Unión Deportiva Las Palmas aberkannt. Und wie der Artikel offenbart, begingen sie im VAR-Raum dabei einen doppelten Fehler. Außerdem scheint das gezeigte Bild nicht das richtige zu sein. Es gab einen Ballbesitzwechsel und es handelte sich daher um eine neue Aktion. Das Tor hätte also zählen müssen. Ein weiteres im Artikel erwähntes aberkanntes Tor war das von Valverde im Sánchez-Pizjuán gegen Sevilla. Ein aberkanntes Tor, bei dem das Bild, das bewies, dass es kein Abseits gab, von einem Fan von der Tribüne aus aufgenommen wurde, trotz der großen Anzahl an Kameras im Stadion. Wieder das Gleiche. Wir können den Unterschied zwischen dem aus dem BOR-Raum ausgewählten Frame und dem vorherigen Frame erkennen. Wenn wir auf Rüdigers Bein achten, können wir sehen, dass der aus dem Bohrraum ausgewählte Frame nicht der richtige war. Analysen, die die Bedeutung des menschlichen Faktors bei diesen Entscheidungen zeigen, oder anders gesagt, die Bedeutung des Eingreifens des VAR-Schiedsrichters. Und bei Footballgate kommt man zu dem Schluss, dass der Videobeweis ein fantastisches Werkzeug ist, das dazu entwickelt wurde, Schiedsrichterfehler zu korrigieren und zu minimieren. Seine Wirksamkeit hängt jedoch von einer angemessenen Nutzung ab. In mehreren Fällen hat der VAR des spanischen Fußballverbands genau das Gegenteil bewirkt. Indem eine korrekte Entscheidung des Schiedsrichters in einen Fehler verwandelt wurde, weil die Frames für die Abseitsentscheidungen falsch gesetzt wurden. Das aktuelle Schiedsrichtersystem hat seine Wurzeln in den dunkelsten Jahren des spanischen Fußballs, als der damalige Vizepräsident des Technischen Schiedsrichterausschusses zwischen 1993 und 2018 Millionen Euro vom FC Barcelona erhielt. Man darf nicht vergessen, dass Negreiras Sohn mit den Schiedsrichtern zusammenarbeitete und sie bis Februar 2023 ins Camp Nou und zu den Hotels begleitete. Die systemische Korruption hat vielleicht einer neuen Form der Manipulation Platz gemacht, der technologischen Korruption. Unglaublich. Bis zu 13 Zentimeter. Ich erinnere mich an das Abseits von Kylian Mbappé an diesem Wochenende. War der einen halben Zentimeter im Abseits? Wir leben in einer La Liga, in dem die VAR-Schiedsrichter mehr Macht haben, wichtiger sind für das Resultat eines Spiels als die besten Fußballer der Welt. Es ist wichtiger, dass der VAR-Schiedsrichter auf deiner Seite ist, als dass du da vorne einen Kylian Mbappé, einen Vinny, einen Bellingham, wem auch immer hast. Ein Arda Güler, der dir perfekt getimte Pässe gibt, bringen gar nichts, wenn der VAR-Schiedsrichter 13 Zentimeter sagen kann, nein, abseits. Und die Zahlen, die Real Madrid da aufzeigt, seit Beginn des VARs, also Real Madrid sucht sich nicht 6 Spiele, 10 Spiele, um eine Statistik zu manipulieren. Real Madrid hat die gesamte Statistik, seit es den VAR gibt, aufgezeigt. 37 Tore wurden Real Madrid aberkannt, dem FC Barcelona als größten Konkurrenten 14. Während dieser VAR geführt wird von MediaPro. Und ich habe euch oft genug gezeigt, wer der Chef von MediaPro ist. Unter anderem Tacho Benet ist ein Mensch, der gesagt hat, wenn Barcelona Negreira bezahlt hat, dann haben die das richtig gemacht. Die Schiedsrichter haben vorher schließlich immer für Real Madrid gepfiffen. So ein Mensch. Naja, macht mit dieser Information, was ihr wollt. Aber ich zeige euch noch mal ein anderes Video auf, was mich mindestens genauso fassungslos gemacht hat. Schaut es euch mal an. Es ist wirklich schwer, all das, was hier passiert, zu begreifen. Kommen wir zum Stand der Platzverweise in diesem 21. Jahrhundert, den wir auch schon zuvor im Video erläutert haben. Insgesamt gab es mehr als 65 Platzverweise, mehr als 65 zugunsten von Barcelona, 166 dafür, 101 dagegen. Wir haben die Zahl gesehen. -1 für Real Madrid, -1.
All dies bezieht sich natürlich auf die spanische Profiliga, auf die heimische Meisterschaft. In der Champions League sieht man, dass das Verhältnis der Platzverweise viel ausgeglichener ist, +12, +13 jeweils. Hier scheint sich also die Konsequenz durchzusetzen. Vom VAR aberkannte Tore. Schaut mal, seit der Einführung der Technologie in der Saison 2018/2019 wurden dem Real Madrid 37 Tore aberkannt, dem FC Barcelona 14, also mehr als doppelt so viele. Man muss hierbei auch einen einfachen Durchschnitt berücksichtigen. Pro Saison werden Real Madrid durch den VAR praktisch etwa 5 Tore aberkannt. Da ist es, in der Champions League. Der Unterschied? 2, 3, 59 Spiele für Barcelona, 74, die Real Madrid im höchsten kontinentalen Wettbewerb bestritten hat. Hier gibt es wieder ein Gleichgewicht, das für alle nachvollziehbar erscheint, also etwas logischer wirkt. Und dann analysieren wir die gegen sie verhängten Elfmeter der letzten 10 Saisons in La Liga und der Champions League. Schaut mal, insgesamt 44 gegen Real Madrid, 30 gegen den FC Barcelona. Man muss daran erinnern, dass der FC Barcelona in La Liga eine Serie von 78 Spielen hatte. Das heißt, mehr als 2 ganze Saisons, ohne einen einzigen Elfmeter gegen sich. Das war zwischen Februar 2016 und März 2018. Unglaublich. Ich weiß nicht, was ihr am Tisch darüber denkt, aber die Statistiken sind beeindruckend. Und es ist noch beeindruckender, wenn man das mit dem höchsten kontinentalen Wettbewerb der Champions League vergleicht. Diese Statistik wurde seit über 25 Jahren gesammelt. Der FC Barcelona und Real Madrid sind in der Champions League in den ganzen wichtigsten Faktoren immer ungefähr ausgeglichen. Vielleicht ist Real Madrid ein bisschen vorne hier und da, weil sie auch wesentlich mehr Spiele haben als der FC Barcelona. Aber in der spanischen La Liga, wo die auch ungefähr gleich sein müssten, haben wir Unterschiede, als wenn die eine Mannschaft jedes Jahr die Champions League gewinnen würde, der FC Barcelona, und Real Madrid gegen den Abstieg kämpfen würde. Diese Distanzen sind nicht zu erklären. Und wir kommen, wie in dem Bericht eben schon gesagt wurde, aus der dunkelsten Epoche des spanischen Schiedsrichtertums. Aus einer Epoche, in der bewiesen wurde, das sind keine Gerüchte, die Gelder sind nachgewiesen, ich zeige es euch, dass der FC Barcelona über 8 Millionen Euro an Enrique Negreira gezahlt hat. Unter seinen Fittichen sind diese ganzen Schiedsrichter, die heute aktiv sind, die heute noch aktiv sind unter seinen Fittichen, haben die ihre Karriere gemacht. Mit seinem Sohn sind sie ins Camp Nou gefahren. Mit seinem Sohn haben sie Kurse besucht. Auch die Zahlungen von den Schiedsrichtern an den Sohn von Negreira sind bewiesen. Die habe ich euch oft genug auf meinem Kanal gezeigt. Und das sind die Schiedsrichter, VAR-Schiedsrichter, die bis heute noch in der spanischen Liga pfeifen. Ich wiederhole, Real Madrid ist die einzige Mannschaft, die das ganze Schiedsrichterwesen austauschen möchte. Das Normalste auf der Welt. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass heutzutage ein Robert Heutzer in der Bundesliga noch pfeifen würde? Undenkbar. In Spanien passiert es Wochenende für Wochenende. Und für diejenigen unter euch, die denken, ja, das war früher mal, aber heute ist das anders. Ja, schauen wir uns mal die Statistiken der gelben Karten nach 3 Spieltagen an. Wie ihr seht, an Platz 1 der FC Barcelona mal wieder 10 gelbe Karten für die Gegner, 3 gelbe Karten für sich selber, also ein Saldo von 7. Real Madrid 2 gelbe Karten für die Gegner, 4 gelbe Karten für sich selber, schon wieder ein negatives Saldo. Und falls jetzt irgendeiner kommt, ja, wenn Barcelona viel mehr gefoult wird, dann kriegt der Gegner ja auch viel mehr gelbe Karten. Ja, schauen wir uns mal diese Statistik an. Wie ihr seht, wie viele Fouls bekommt eine Mannschaft dafür, dass der Gegner eine gelbe Karte bekommt? Real Madrid muss 13,5 Mal gefoult werden, damit der Gegner eine gelbe Karte bekommt. Der FC Barcelona 3,4 Mal. Man sieht doch, in welche Richtung die Schiedsrichter pfeifen. Man sieht doch, welche Mannschaft von den Schiedsrichtern beschützt wird. Und jetzt, ich sage es immer wieder, stellt euch vor, der Gegenspieler von Lamine Yamal hat nach 3,4 Fouls schon wieder eine gelbe Karte. Wobei es bei ihm noch krasser ist, die Statistik. Ich habe gelesen, der wurde 4-mal gefoult, der Gegner hat 3 gelbe Karten bekommen. Und eine gelb-rote, also das ist schon krass. Aber
Es ist natürlich ein Unterschied, ob du als Lamine Yamal, als Rafinha etc. gegen einen Verteidiger spielst, der nicht mehr so zu 100% rangehen darf, weil der schon gelb hat, oder du, Vini, Mbappé etc. gegen einen Gegner spielst, der darf dich 13 Mal umtreten, bis der eine gelbe Karte bekommt. Nach dem 13. Foul sind wir in der 80. Minute. Also, alle Zahlen, Daten und Fakten zeigen immer wieder das Gleiche. Real Madrid wird seit über 25 Jahren vom spanischen Schiedsrichtertum benachteiligt. Oder wie der Richter, der unabhängige Richter gesagt hat, wir reden in Spanien über sportliche Korruption. Und trotz alledem ist in der öffentlichen Wahrnehmung, schaut euch TikTok an etc., Real Madrid die Mannschaft, die von den Schiedsrichtern bevorteilt wird. Ich glaube, das macht die Arbeit von mir oder anderen Real Madrid-YouTubern, TikTokern noch viel wichtiger. Wir müssen dagegen halten. Die Wahrheit muss gewinnen. Ja, wie dem auch sei, heute war es eine andere Art Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, besonders in diesen Videos würde es mich freuen, wenn ihr es belohnt mit einem Like, mit einem Kommentar, dass ihr es teilt. Möglichst viele sollen das mal sehen. Also wir müssen ja irgendwie schaffen, dass die Aufmerksamkeit, die große Masse die Wahrheit sieht. Also wenn ihr mich dabei unterstützt, wäre ich euch unendlich dankbar. Und wenn ihr dann noch ein Follow da lässt, ja, das wird mich noch dankbarer machen. Wir sehen uns spätestens übermorgen, vielleicht schaffe ich es morgen. Also, bis dahin. A la Madrid.